Ihr möchtet eure Miniaturen oder Dioramen stimmungsvoll fotografieren, habt aber keinen passenden Hintergrund? Denn eine simple Hohlkehle ist euch zu langweilig und ein großes Bild als Hintergrund ist auch nicht greifbar? Kein Problem, denn in nur rund 5 Minuten habt ihr euren eigenen und individuellen Fotohintergrund fertig. Und damit moin moin und herzlich willkommen zum TWS. Für die Rückseite meiner Space Marine Platte für die Community-Aktion Space Marines ins Museum hatte ich damals noch einen extra Hintergrund angefertigt. Auf der Hamburger Taktika fragten mich dann viele von euch, wie ich den eigentlich genau angemalt hätte. Entsprechend hier nun das Tutorial. Und so viel sei schon jetzt verraten, es ist wirklich einfach und das wilde Tupfen macht auch richtig viel Spaß. Vorher braucht ihr aber natürlich erstmal einen Untergrund. Ich nehme 5 mm starke Schaumpappe aus dem Künstlerbedarf, aber es geht natürlich auch festes Tonpapier, eine klassische Leinwand oder auch Stoff. Wollt ihr vorwiegend mit hellen oder kräftigen Farben arbeiten, nehmt weiße Schaumpappe. Für düstere Hintergründe entsprechend schwarze. Als Größenmaß für einen Fotohintergrund für Miniaturen und kleinere Modelle empfehle ich euch mindestens ein DIN A4 Format. Noch besser ist eine DIN A3 Größe. Außerdem braucht ihr noch 1 oder 2 große Malerpinsel aus dem Baumarkt. Denn mit kleineren Pinseln braucht ihr deutlich länger fürs Tupfen. Auch eine Palette und ein angefeuchtetes Küchentuch können nicht schaden. Ansonsten braucht ihr nur noch Farben eurer Wahl. Ich zeige euch gleich das Tupfen von 2 Hintergrundvarianten. Einmal mit vielen verschiedenen Farben und dann noch einen eher schlichten Hintergrund aus nur 3 Farbtönen. Und damit starten wir nun auch. Deckt euren Tisch gut ab und tragt dann kleine Kleckse eurer Farben in etwa 10 cm Abstand auf dem Untergrund auf. Dieser Hintergrund soll außen und oben schwarz werden und dann zur Mitte bzw. zur unteren Mitte hin heller werden. Quasi wie ein sogenanntes Bouquet, das eure Modelle einrahmt. Entsprechend trage ich außen schwarze Kleckse auf, dann zur Mitte hin einige schiefergraue Kleckse und unten in der Mitte einen hellgrauen Klecks. Schnappt euch dann einen eurer großen Malerpinsel, um die Farben nun von dunkel nach hell auf dem Untergrund zu verteilen. Hierfür müsst ihr einfach nur senkrecht tupfen. Nicht streichen, nicht kreisen, nur senkrecht tupfen. Das sorgt erstens für eine gleichmäßige Struktur ohne störende Schlieren und bewirkt zweitens auch ein sanftes Verblenden der Farben. Denn sobald ihr ein wenig von der nächsten Farbe aufnehmt, vermischen sich die Farben beim Tupfen im Pinsel. Wichtig ist dann nur, dass ihr den Pinsel immer mal wieder dreht, damit sich die eckige Pinselkontur bzw. Borstenanordnung nicht auf den Untergrund überträgt. Und wenn ihr beim Aufnehmen einer neuen Farbe merkt, dass sich der vorherige Farbton kaum ändert, ist einfach noch zu viel alte Farbe im Pinsel. In dem Fall müsst ihr den Pinsel einfach nur kurz ausreiben. Danach habt ihr weniger alte Farbe im Pinsel und die neue Farbe kann sich besser durchsetzen. So macht ihr dann einfach weiter, bis auch die dritte Farbe grob verteilt ist. Um nun die Übergänge weicher zu gestalten und alles noch besser miteinander zu verblenden, reibt ihr kurz den aktuellen Farbüberschuss aus dem Pinsel und feuchtet die Borsten noch ein wenig auf einem feuchten Küchenpapier an. Mit nun nur noch ganz wenig Restfarbe und ein klein wenig Feuchtigkeit tupft ihr dann von den hellen Bereichen in die dunkleren Flächen. Da nun nur noch wenig Farbe im Spiel ist, entstehen besonders weiche Farbverläufe. Und schon ist euer Bouquet-Hintergrund fertig und ihr könnt euch an einen Hintergrund mit deutlich mehr Farben wagen, wie ich ihn für die Space Marine Platte angefertigt hatte. Meine Idee damals war ein Himmel im oberen Drittel, darunter eine brennende Stadt aus vorwiegend Braun, Rot und Orangetönen. Starten wir mit dem Himmel aus 2 Blautönen und ein wenig Schiefergrau, wobei das billige 1 Euro Hellblau leider nicht so gut deckt. Entsprechend muss davon mehr auf den Pinsel. Reibt anschließend die Restfarbe aus dem Pinsel heraus und feuchtet ihn wieder etwas an, um mit den Braun-, Rot- und Orangetönen weiterzumachen. Und wenn ihr merkt, dass sich hier und da kleine Flecken bilden, weil vielleicht die Farbkleckse schon etwas angetrocknet waren oder ihr ungleichmäßig getupft habt, wartet einfach, bis alles getrocknet ist. Dann könnt ihr diese Stellen mit einem kleineren Pinsel und passenden Farben bequem übertupfen. Danach kann es auch schon ans Fotografieren gehen. Hierbei gilt, je näher der Hintergrund am Modell steht, desto schärfer sieht man die Struktur darauf.
Wer von euch in einem Fotomodus mit manueller Blende fotografiert, kann diese Unschärfe auch dort einstellen. Ein großer Blendenwert sorgt für eine hohe Tiefenschärfe, ein kleinerer Blendenwert für mehr Unschärfe. Experimentiert je nach Modell einfach ein wenig herum, denn vieles ist auch Geschmackssache. Mehr Fototipps findet ihr übrigens in dem oben verlinkten Video. Übrigens, solltet ihr fürs Fotografieren noch zusätzliches oder gar buntes Licht brauchen, kann ich euch handliche LED-Lampen empfehlen. Die Links zu den Lampen, die ich seit Jahren benutze, findet ihr in der Videobeschreibung. Und jetzt viel Spaß euch beim Tupfen und danach beim Fotografieren. Wir sehen uns dann im nächsten Video. Bis dann!